Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu Game 2. Heute mit sehr digitalen Themen, denn es geht unter anderem um Googles Cloud Gaming Service Stadia. Aber es gibt auch was Analoges, denn wir behandeln auch Brettspielumsetzungen von Videospielen. Tja, und es gibt einen Titel, wegen dem ihr alle hier seid. Machen wir uns doch nichts vor, und zwar Star Wars Jedi Fallen Order, das erste Star Wars Singleplayer-Spiel seit ungefähr 10 Jahren. Kein Live-Service, kein Multiplayer, kein Lego, einfach nur Star Wars. Jetzt muss es nur noch gut werden. Das schauen wir uns jetzt an. Star Wars Jedi Fallen Order Review Final V2 Doc X. Das Universum ist angepisst. EA hat die Rechte an Star Wars Spielen gekauft und in 6 Jahren genau 2 große Titel veröffentlicht. Ja gut, so ein bisschen Mobile-Krempel gab's auch noch, aber da reden wir jetzt nicht von. Fakt ist, für Star Wars-Fans kam einfach zu wenig. Vor allem, wenn hauptsächlich das Lootbox-Fiasko um Battlefront 2 im kollektiven Gedächtnis bleibt. Aber was soll's. Blicken wir in die Gegenwart. Mit Jedi Fallen Order ist nämlich wieder ein reinrassiges Singleplayer-Spiel erschienen. Ohne Lootboxen, ohne Skinshop, ohne sonstigen Firlefanz. Endlich! Ich meine, mal ernsthaft. Da hat EA eine der, Achtung Wortwitz, mächtigsten Marken überhaupt und macht das daraus? Das ist, als hätte der Imperator Anakin auf seine Seite gezogen, um ihn mit der Macht Blumen umtopfen zu lassen. Aber naja. Als Colin gerade aus dem Urlaub zurückkommt, liegt das Thema in der Game 2-Redaktion auf dem Tisch. Redakteur Chris, bitte ins Foyer. Ein wichtiges Meeting. Ich wiederhole. Redakteur Chris, bitte ins Foyer. Colin wartet. Colin? Ey, wieder klar, ne? Da sagen wir, ein wichtiges Meeting wohl am Raum. Kommen sofort ins Foyer. Ist ganz wichtig, ja. Alter. Colin? Spüre Schmerz. Das kann ich mir vorstellen. Du siehst aus wie 3 Tage durchgesoffen. Ja, aber Malle ist halt nur einmal im Jahr, du Fotze. Alter, du bist doch noch dicht. Was willst du denn jetzt überhaupt? Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Ein neues Star Wars Spiel ist erschienen. Und der Reike hat halt Urlaub und deswegen übertrage ich dir die Aufgabe zu berichten, mein Schüler. Wegen mir? Du bist der Chef, ne? Also. Ich bin nicht mehr der Chef. Ich bin der Imperator. Ja, von mir aus auch das. Auf jeden Fall Star Wars. Wir spielen Cal Kestis, einen ehemaligen Padawan, der nach der Vernichtung des Jedi-Ordens als Schrottsammler auf dem Planeten Bracca untergetaucht ist. Zumindest bis auf einer Bergungsmission mächtig was schief geht. Prof! Nein! Alles okay, Prof? Mir geht's gut. Ziemlich cooler Move, mit dem er seinen Freund da den Arsch gerettet hat, aber auch ein ziemlich gefährlicher. Jedi stehen zu Zeiten des Imperiums schließlich auf der Abschussliste. Und deswegen dauert's auch nicht lange, bis die Banterkacke so richtig am Dampfen ist. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Wer unseren Cal da gerade aufgeklärt hat, ist Cere Jundra. Die hat ihn mit dem Piloten Grease Drittes nicht nur im letzten Moment gerettet, sondern auch eine ambitionierte Mission im Sinn. Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Jupp, da kann man schon mal blöd aus dem Poncho starren. Sonderlich überraschend oder innovativ ist der Plot schließlich nicht. Trotzdem hat er mir in rund 15 bis 20 Stunden Spielzeit ausreichend Star Wars Momente und interessante Figuren geliefert, um zu unterhalten. Ja, nicht jede Wendung kommt überraschend und Cal bleibt als Held mit ausgeprägtem Moralkompass auch ein bisschen blass. Die Perspektive auf die Nachwirkungen der Order 66 fand ich als Star Wars Fan aber trotzdem spannend. Vor allem, wenn man dann... Halt! Willst du es etwa wagen, zu spoilern? Merkst du eigentlich, dass das genau dasselbe ist, was Micha schon bei Steve probiert hat? Das funktioniert nicht, auch wenn du dir jetzt ein schönes Cape aufgesetzt hast und in der Malle-Sonne aussiehst wie eine Rosine, Junge. Das ist Quatsch, Junge. Du hast keine... Au. Alter.
Oh, Junge. Ey, das Einzige, was ich dir sagen wollte, ist, dass der Soundtrack geil ist. Star Wars, Mann. Und die Soundeffekte sind auch geil. So ein Laserschwert klingt richtig fett. Okay, dann machen wir weiter. Okay. Dass Star Wars Jedi Fallen Order Elemente vieler namhafter Reihen vermixt, hast du ja wahrscheinlich schon gehört. Man klettert wie in Uncharted oder Prince of Persia, erkundet wie in Metroid Prime und kämpft wie in Sekiro. Aber eins nach dem anderen beginnen wir mit der Erkundung. Bereit zu schwimmen, bitte? Ist der Anfang des Spiels abgehakt, kannst du auf dem Raumschiff Mantis frei entscheiden, welcher Planet wann angesteuert werden soll. Entweder um die Story voranzutreiben oder um einfach nur ein bisschen auf Entdeckertour zu gehen. In bester Metroidvania-Manier lernt man im Verlauf der Story nämlich immer neue Fähigkeiten, mit denen neue Gebiete in den verschachtelten Arealen erreicht werden können. Im Vergleich zu Metroid nur eben nicht in einer zusammenhängenden Welt, sondern auf einzelnen Planeten. Dann mal los. Die Gebiete selbst schwanken zwischen wow, das ist wirklich schick und, naja, schon ein bisschen karg hier. Mal ist es inszenatorisches Feuerwerk vor großen Kulissen, mal eher lauer Knallfrosch. Das gilt übrigens für die Optik im Allgemeinen. Ab und zu lädt's nach und auf den ein oder anderen Framerate-Einbruch kann man sich zumindest auf PS4 und Xbox One auch einstellen. Alles nicht wirklich dramatisch, aber spürbar und unschön. So wie das Wookie-Fell hier. Während man sich durch die unterschiedlichen Planeten hüpft, hangelt und Warrun wird relativ schnell spürbar. So ganz präzise wie in einem Uncharted oder Tomb Raider gehen die Plattformpassagen nicht von der Hand. Ich war nie todesgenervt, aber der Flow leidet schon etwas darunter. Richtig cool waren dafür die Rätsel. Ich war echt überrascht, dass ich ab und zu nachdenken und tüfteln musste. Habe ich so nicht erwartet, lockert das Ganze zwischendurch gut auf. Zumindest, wenn man sich nicht so blöd anstellt wie ich manchmal. Naja. Kommen wir zu Cats bestem Freund, dem Droiden BD1. Der ist nicht nur sauknuffig, sondern kann auch Türen öffnen und eine Karte projizieren. Die zeigt genau an, wo ihr schon wart, was ihr noch erforschen könnt und welche Wege noch versperrt sind. Vor allem später muss man durchaus zweimal hinschauen, um zu checken, wo es lang geht, fand ich aber nicht wirklich störend. Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa, geh weg, geh weg. Dass es in den Arealen wenig wirklich Sinnvolles zu entdecken gibt, fand ich hingegen etwas schade. Wo in den Souls-Spielen geiler Loot die Entdeckerlust weckt, gibt's hier fast nur kosmetische Spielereien fürs Lichtschwert, das Raumschiff oder den Kleiderschrank. Da kann ich jeden verstehen, dem das zu wenig Anreiz bietet. Aber mal so unter uns, als Star Wars-Fan fand ich das auch irgendwie geil. Guck mal, da habe ich einen Griff gefunden, dann sieht mein Lichtschwert ein bisschen aus wie das von Obi-Wan. Und da hinten in der Ecke, da war dann noch... Hier bin ich. Ja, danke. Ohne Scheiß, du findest sowas vielleicht nicht so spannend, ne? Aber weißt du was? Ich freue mich über so kleine Details, ne? Und außerdem gibt es da auch voll viele interessante Tagebucheinträge zu finden. Da lernt man echt was über Star Wars-Universum. Schweig! Hier, die Waffe eines Jedi. Erzähl mir von den Kämpfen. Okay, weil die Kämpfe sind nämlich echt mega geil, weißt du? Ich hab's ja schon erwähnt, auch an From Software-Spielen hat man sich bedient. Am offensichtlichsten ist das an den Meditationskreisen. Die dienen als Checkpoint und Ort zum Leveln. Ruhst du dich aus, werden Lebensenergie und die begrenzte Zahl an Heilpacks zwar wieder aufgefüllt, dafür sind aber auch alle Gegner wieder da. Zwischen den einzelnen Checkpoints schnell reisen geht übrigens nicht. Es gibt zwar Abkürzungen, die das Reisen erheblich erleichtern, hier und da mal ein bisschen laufen bleibt aber Pflicht. Das ist kein Leben. Nicht für einen Jedi oder einen Droid. In den Kämpfen selbst haben die Gegner Sekiro-ähnlich eine Haltungsanzeige, die du erstmal wegknüppeln musst. Einfach draufhauen ist aber selten die Lösung. Vielmehr geht's um Timing. Nur wer im richtigen Moment blockt, kann Laserschüsse zurückschleudern oder einen großen Teil der gegnerischen Haltung auf einen Schlag wegparieren. Ich kann nur sagen, die Kämpfe haben mir richtig Spaß gemacht. Wenn man reflexartig einen Schuss zurückwirft oder gerade noch blockt und dafür mit einem fetten Finisher belohnt wird, fühlt man sich schon wie ein geiler Jedi. Es ist fordernd, aber nicht unfair. Vor allem, wenn man im Spielverlauf mehr und mehr Machtfähigkeiten freischaltet, wird's spaßig. Ich meine, guck mal hier. Jedi! Yep, das macht einfach Laune. Weicht ihr Amöben! Force Push, Force Pull, rangezogen und dann weggeschossen wieder und dann Lichtschwert. Entschuldigung. Mein Schüler, ich gestehe deine Fehler ja gerne ein. Aber zu den Kämpfen. Also ganz ehrlich, da muss ich jetzt aber auch noch mal was zu sagen. An die Präzision und die Finesse eines Sekiro kommen die Kämpfe nämlich nicht ran. Da liegt der Teufel im Detail. Zum Beispiel, dass man seine Angriffe nicht abbrechen kann, um schnell auf einen gegnerischen Move zu reagieren. Ja, das ist dann einfach
nicht die ganz große Tiefe. Die fehlte einfach. Also, versteh mich jetzt nicht falsch. Mir hat's ja auch Spaß gemacht. Zumindest auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Es ist abwechslungsreich und das funktioniert alles, aber zum Beispiel in den Kämpfen gegen die Viecher, da fehlt mir einfach die Wucht und so ein richtiger Wumms. Das ist alles irgendwie plumper und viel mehr rumgefuchtelt als bei Dark Souls und Co. Naja, und unübersichtlich, was auch ab und an. Also, was sagen wir dazu? Dass das alles ein bisschen verzeihender und mainstreamiger ist? Also, dass das vielleicht eine Frage der Erwartungshaltung ist? Ja, okay, da können wir uns jetzt drauf einigen. Aber jetzt mach mal schön Fazit hier. Ich kann ja auch nicht den ganzen Tag rumhängen. Okay. Ich finde Star Wars Jedi Fallen Order wirklich gelungen. Durch den Elemente-Mix ist's schön abwechslungsreich und ja, meine gelehrten Star Wars Akkus freuen sich auch mal wieder über ein bisschen Saft. Ich sehe ja auch, dass es ganz nüchtern betrachtet kein perfektes Spiel ist. Die meisten Teildisziplinen hat man irgendwo anders schon mal etwas besser gesehen. Zumindest gut sind sie aber alle, weshalb es auch ohne Star Wars Bonus ein gutes Spiel ist. Die Kämpfe knallen vor allem wegen der Sounds gut rein und deswegen kann man festhalten, dass Du einfach zu weich bist für so Hardcore-Herausforderungen. Und jetzt ist Feierabend hier. Der Imperator hat gesprochen. Arschloch. Mein lieber Markus. Nicht schon wieder! Boah, Alter, du hast ja einen Zettel auf dem Rücken. Was, echt? Ja, Mann. Da steht Videospiele Alter, du drauf. hast auch einen Zettel auf dem Rücken. Boah, das ist echt cool. Ja. Was steht auf meinem Zettel? Brettspiele, was steht auf meinem Zettel? Videospiele, was steht auf meinem Zettel? Ja, Mann, Brettspiele, was steht auf meinem Zettel? Naja, was steht auf deinem Zettel? Videospiele. Naja, aber Brettspiele steht bei dir, was steht denn bei mir Wie, jetzt? nein, Brettspiele, bei dir steht Videospiele. Mann, hör Mein mir Gott, doch zu. Brettspiele, was steht bei mir drauf? Videospiele! Moin Moin und hallo, ich bin hier auf einer Spielemesse, es ist aber nicht die Gamescom, es ist die Spiel in Essen und hier werden Brettspiele gezockt. Aber nicht nur Catan, sondern auch Bloodborne und God of War. Was es damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt. Da hat unser Redaktionsprakti Robin aber ein Fass aufgemacht. Denn in den letzten Jahren ist ein klarer Trend zu beobachten, beliebte digitale Franchises in analoger Form neu zu interpretieren. Von Blockbuster bis Handygame. Ob Dark Souls, Final Fantasy, God of War, Resident Evil, Minecraft, Fruit Ninja oder Tomb Raider. Immer mehr Entwickler pressen ihre Videospielmarken auf Papier, Pappe und Plastik, denn das bringt schließlich viele Vorteile mit sich. Digital games crossing over and becoming board games, it has obvious financial benefits, right? It exposes our hobby to many more players. What we want to do is provide a familiar starting point. So if you're familiar with video games and you don't know how to get into board games, well, why not find a board game based on a video game that you're already familiar with and then see how much you enjoy that. Die Idee ist nicht neu. Bereits Spiele wie Pac-Man, The Legend of Zelda, Tetris, Street Fighter oder Super Mario wurden in Brettspielform umgesetzt. Allerdings nicht besonders liebevoll. Deshalb interessierte sich auch bald niemand mehr dafür. Yeah, I know in the 80s there was a lot of bad video games turned in, or great video games turned into bad board games. The Pac-Man one was pretty terrible. I think the Space Invaders was pretty bad. They're very simple, not very interesting. So I think those could be redone today using better game mechanics, right? Because a lot has been invented since then. Beliebter war der umgekehrte Weg, also Videospiele von Brettspielen. Umsetzungen wie Catan, Risiko, Trivial Pursuit oder Monopoly gibt's zwar wie Sand am Meer, wirklich gut sind die aber selten. Hier gilt auch eher Masse statt Klasse. Lieblose Grafik, umständliche Steuerung und schlecht programmierte KI sind nur einige der Probleme. Digitales Würfeln macht aber auch wirklich nicht so viel Spaß wie in echt. Man kann festhalten, eine analoge Partie mit Freunden kann kein digitales Brettspiel ersetzen. Aber trotzdem haben sie ihre Daseinsberechtigung. Immerhin kann man so ein Brettspiel auch mal eben alleine spielen und in Ruhe ausprobieren, bevor man sich die analoge Version für viel Geld zulegt. Das gilt aber auch besonders für virtuelle Versionen von Trading Card Games wie Pokémon oder Magic the Gathering. Der Einstieg wird durch Tutorials erleichtert und sich mit der digitalen Variante zu begnügen, spart einen Haufen Geld. Selbst wenn man sich über einen guten Pull wohl nicht mehr so dolle freut. Can I read?
Aber selbst wenn digitale Karten günstiger sind, Spiele wie Hearthstone oder das von The Witcher bekannte Gwent sind gerade deshalb bei Publishern beliebt, weil sich so schön Mikrotransaktionen einbauen lassen. Ähnlich wie auch bei den aktuell gehypten Auto-Chess-Varianten von Dota und League of Legends sind Brettspielkonzepte zwar die Vorlage, ein direktes analoges Pendant gibt es aber nicht. Brett- und Kartenspiele als rein digitales Genre gibt es also auch. Das prominenteste Beispiel ist dabei wohl Mario Party mit seinen mittlerweile 11 Teilen. Auch hier gibt's keine analoge Brettspielvariante. Und das ist wahrscheinlich auch besser so. Wie man sieht, Video- und Brettspiele bedienen sich gerne gegenseitig voneinander. Aber der Weg von digital zu analog funktioniert da deutlich besser. Vorausgesetzt, man macht es richtig. Um wirklich Spaß zu machen, müssen Videospiel-Franchises mit Respekt behandelt werden und nicht nur vertraut aussehen. Eine Marke lediglich auf ein bestehendes Spiel zu stülpen, ist dabei das beste Beispiel für simple Franchise-Verwurstung. Stichwort Monopoly. Schaut euch doch nur mal an, wie viele verschiedene Versionen es gibt. Klar, für Fans der jeweiligen Serien sicher ganz nett. Monopoly bleibt aber nun mal Monopoly. Eine vernünftige analoge Interpretation ersetzt es auf jeden Fall nicht. Zum Glück macht man sich inzwischen deutlich mehr Gedanken bei der Entwicklung. It's not possible at all to make one-to-one translations of almost anything, but there are many parts from the computer game that you will recognize and feel the same way about when you play the board game. When I hear of one of my favorite franchises being converted to a tabletop, I'm a little apprehensive. I'm like, I hope you did a good job. I hope you respected it. But lately, that's the case very often. I played so many really good adaptations and that really respect the tabletop arenas. So, I mean, generally, I'm just a big fan of it. Wenn man sich aktuelle Spielkonzepte anschaut, wird schnell klar, dass Entwickler aus Fehlern, die in der Vergangenheit gemacht wurden, gelernt haben und mittlerweile authentische Portierungen entwickeln. Ein treffendes Beispiel dafür: Minecraft. Also hier muss man Blöcke sammeln und damit dann Häuser bauen und dafür kriegt man dann Punkte, indem bestimmte Kriterien erfüllt werden, wie welches Biom, welche Klasse und welches Thema. Statt die Videospielvorlage einfach zu imitieren, orientiert sich Minecraft an den Eigenheiten analoger Spiele, was in einer stimmigen und spaßigen Spielmechanik resultiert. Ich sage immer, Brettspiel und digitales Spiel verhalten sich so ein bisschen wie Theater und Film. Und die tun ja auf den ersten Blick auch mal eigentlich dasselbe. Aber wenn man halt ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, dass die haben beide eigene Stärken. Und wenn ich schon ein Brettspiel mache, dann muss das die Stärken bedienen. Drum diese großen, fetten Klötze, weil das Physische, das Haptische ist ein wichtiger Faktor. Und wir sind zusammen am Tisch. Ich kann mich ärgern, dass du mir das Gebäude wegschnappst, das ich jetzt genau hätte bauen wollen, das perfekt meine Lücke gefüllt hätte, etc. Bei God of War hat man sich genauso viele Gedanken gemacht. Hier wird nämlich nicht gegeneinander gespielt, sondern zusammen. Mit einem Team aus Kratos, Atreus, Freya und Co. kämpft man gemeinsam gegen Monster an bekannten Orten Midgards. In verschiedenen Szenarien wird dann um das Schicksal der Helden gewürfelt und mit Waffenkarten Gegner vernichtet. Ragnarök zu stoppen soll dabei durch zahlreiche Quest-Anordnungen immer wieder aufs Neue einzigartig sein. Hat beim ersten Probespiel auf jeden Fall Spaß gemacht. Ob das analoge God of War auch langfristig Laune macht, muss sich aber erst zeigen. Brett- und Kartenspielumsetzungen von Videospielen findet man auf der Spiel, wohin man auch blickt. Darunter große Namen wie Bioshock und Fallout, aber auch eher unerwartete Kandidaten wie Contra oder Ni no Kuni. Und selbst Cyberpunk 2077 ist schon als Kartenspiel angekündigt. Um aus der Masse von neuen Brettspielen herauszustechen, ist eine bekannte Videospiel-IP aber auch echt ein gutes Mittel. Zudem ist es ein guter Weg, die Brett- und Videospiel-Community zusammenzubringen. Im besten Fall dienen Videospiele also nicht als Schablone, sondern lediglich als Inspiration für kreative Settings, Mechaniken und Regeln, die Spieler mit und ohne Vorwissen gleichermaßen ansprechen und fordern. Eine ganz klare Win-Win-Situation für beide Spielformen und ihre Communities. I'm always excited to see the conversion of what they've done from the video game to the board game, because obviously you can't do everything. Video games have way more opportunities, but in board games you're limited, right? You have this much space and cards and pieces. You know, people who likes games basically likes games, even no matter if it's a video game or a board game. And sometimes board games you need a friend to play, so it may be hard to find someone who you play with. So video game, I think, obviously helps board game community grow. Von simpler Franchise-Verwurstung kann inzwischen also nicht mehr die Rede sein.
Die meisten der hier vorgestellten Spiele wirken auf jeden Fall sehr durchdacht und werden der Vorlage gegenüber respektvoll entwickelt. Interessant für Brett- und Videospielfans. Ja, da freut sich unser Robin bei all dem Schön, was es so auf der Messe zu spielen gab. Deshalb freue ich mich einfach auf die Zukunft und mal sehen, was so kommt. Auf der Messe gab es auf jeden Fall voll den geilen Scheiß. Herzlich willkommen zu den News. Leute, haltet euch fest, ich selbst hab's nicht mehr für möglich gehalten, aber es gibt Neuigkeiten zu Anthem. Entgegen der Gerüchte, dass BioWares Loot-Shooter-Fail von EA bald zwangsbeerdigt wird, will ein Kotaku-Redakteur aus internen Kreisen erfahren haben, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Die Entwickler schrauben derzeit wohl ordentlich an Anthem rum, um dem legendären Flop eine Rundsanierung zu verpassen. Was genau verändert wird, ist allerdings noch nicht klar. Fraglich ist auch, in welcher Form das Ganze das Licht der Welt erblicken wird. Angeblich soll sogar der Launch als eigenständiges Spiel mit dem Titel Anthem Next oder auch Anthem 2.0 geplant sein. Hoffentlich nicht zum Vollpreis, das wäre dann wohl der endgültige Todesstoß. Frisch aus der Gerüchteküche. Angeblich will auch Versandgigant Amazon 2020 einen eigenen cloudbasierten Gaming-Service anbieten. Next Generation. Square Enix arbeitet derzeit an einer Umsetzung des MMO-Dauerbrenners Final Fantasy XIV für die PlayStation 5. Bald auch für Xbox One? Age of Empires 4 wird möglicherweise für Konsole erscheinen. Nach der noch undatierten Veröffentlichung der PC-Version wolle man nach Möglichkeiten suchen, den heiß ersehnten Taktik-Thronanwärter passend umzusetzen, ließ Creative Director Adam Iskren verlauten. Nicht eilig, aber heilig. Publisher Koch Media wird kommendes Jahr Saints Row 5 enthüllen. Zeit wird's. Der 4. und bislang letzte Teil der überdrehten Open-World-Action erschien immerhin schon 2013. Knaller-Comeback. Am 19. Dezember erscheint das erste DLC zu Borderlands 3. In Moxies Heist of the Handsome Jackpot dürft ihr euch auf ein Wiedersehen mit Fanliebling Handsome Jack aus Borderlands 2 freuen. Moneten die erste. In einem Interview mit Eurogamer versicherte Xbox-Chef Phil Spencer, dass der Xbox Game Pass ein zukunftsfähiges und auch finanziell tragbares Modell ist. Die Zweifel, dass AAA-Games auf lange Dauer mit günstigen Abo-Modellen nicht refinanzierbar wären, wischte er damit vom Tisch. Moneten die zweite. Nachdem kürzlich noch sämtliche Fördergelder für die hiesige Videospielbranche gestrichen wurden, dürfen deutsche Entwickler nun wieder aufatmen. 50 Millionen im kommenden Jahr und eine jährliche Förderung bis 2023 sollen laut Bundesregierung der Branche unter die Arme greifen. So ihr Lieben, das war's von mir. Ich bin raus für heute. Bis nächste Woche. Warte, Krogi, du hast die Half-Life-News vergessen. Half-Life? Matthias, es gibt kein Half-Life. Alle wollen das, aber das gibt's nicht. Ihr macht jetzt eine schöne Woche. Bis dann. Half-Life, was ein Idiot. Matthias, der dumme Typ. Krogi, nee, gab wirklich Half-Life-News. Also gab doch gestern die Enthüllung von Valve. Ja, da muss ich wohl. Valve macht es also doch noch wahr und hat endlich eine Fortsetzung ihrer wohl wichtigsten Spielereihe angekündigt. Half-Life Alyx soll die heißen und satte 13 Jahre nach Episode 2 die Erfolgsgeschichte fortsetzen. Und das komplett in VR. Dabei scheinen die Macher so ziemlich jede Spielweise und Steuerungsart abdecken zu wollen. Der gleiche offene Ansatz gilt auch bei der Hardware. Half-Life Alyx soll mit jedem gängigen PC-Headset funktionieren. Egal ob Oculus, Windows Mixed Reality oder HTC Vive. Besitzer des hauseigenen Valve Index kommen sogar kostenlos in den Genuss. Die Handlung von Half-Life Alyx ist zwischen den ersten beiden Teilen angesetzt und erzählt die Geschichte von Alex und ihrem Vater beim Aufbau der Revolution gegen die Combine. So richtig bis 3 gezählt hat Valve also immer noch nicht. Aber welcher Half-Life-Fan will nach der Durststrecke schon wählerisch sein? Ob und wie genau das VR-Konzept aufgehen wird, sehen wir dann zum Release im März 2020. Ja, das war die Half-Life-News. Wie macht Krogi das sonst? Macht euch eine schöne Woche! Yay! Es ist soweit. Google ist endlich im Gaming-Business angekommen, denn seit vergangenem Mittwoch könnt ihr aktuelle Games über Google Stadia zocken. Ja, ein paar zumindest. Ne? So viele gibt's ja noch nicht. Ja, das stimmt. Und man braucht natürlich auch eine ziemlich krasse Internetleitung. Ja, und theoretisch könntet ihr dann auch Chromecast Ultra holen, weil nur der verträgt 4K. Ja, aber da brauchst du dann ein Pro-Abo. Ja gut, es gibt eine Menge Fragen. Hier kommen hoffentlich alle Antworten. Schau mal zu. Ja, ganz genau, Nils und Simon. Google Stadia, was ist das eigentlich? Spätestens seit der Ankündigung auf der GDC im März ist Stadia in aller Munde. Während der fulminanten Präsentation wirkte das Ganze wie ultra krasse Future-Technik. Vielleicht haben sich da auch alteingesessene Pressenasen mitreißen lassen. Ein Milestone ist vielleicht erreicht, wo wir in 20 Jahren zurückgucken werden und werden sagen, wisst ihr noch, damals saßen wir da im Montalk und da haben wir das erste Mal darüber gesprochen. Und jetzt... Ja, jetzt ist das Ding da. So, was haben wir hier? Stecker. Stecker da rein. Okay, und jetzt diesen dicken Dongle, der kommt in den Fernseher. Jawohl. So. Okay. Ja.
Hä? Okay, was? Nur 2 Spiele in der Flat? Und das soll jetzt die Zukunft sein? Na gut, fangen wir von vorne an. Seit dieser Woche gibt's Google Stadia. Aber nur, wenn ihr euch als Starterpaket die Founders oder Premier Edition für 129 € bestellt habt. Darin enthalten sind jeweils ein Stadia Controller in Midnight Blue oder Clearly White, ein Chromecast Ultra und 3 Monate Stadia im Pro-Abo. Ersteres beinhaltet noch einen Buddy Pass, durch den ein Kumpel mit einem 3-monatigen Abonnement versorgt wird. Aber der funktioniert zum Start noch nicht. Ein Muster, das sich bei einigen weiteren ursprünglich angekündigten Features wiederholt. Livestream-Spielkram wie das Teilen von Speicherständen mit Zuschauern? Nö. Multiscreen-Streams dank Stream Connect? Gibt's auch nicht. Family Share? Pah, vergiss es. Achievements? Pff, auch erst später. Sogar das nahtlose Wechseln von Bildschirm zu Bildschirm stellt sich als gar nicht so easy heraus. Ohne Kabel könnt ihr mit dem Stadia-Controller nämlich erstmal nur auf Smart TVs mittels Chromecast spielen. Und wo wir schon mal beim Controller sind, schauen wir ihn uns doch mal näher an. Okay, zu nah. Also, sieht gut aus, liegt gut in der Hand und hält mit den anderen Controllern ganz gut mit. Ernsthaft, Leute, zu viele, haut ab. Ja, ich mag den. Hapern tut's dafür an der Spielerauswahl noch gewaltig. Neben dem im Pro-Abo kostenlos verfügbaren Samurai Showdown und der Destiny 2 Collection habt ihr 20 weitere Titel zur Auswahl, die ihr teils in Stadia Pro angeboten und teils zum gesalzenen Vollpreis kaufen müsst. Darunter ein paar Blockbuster-Bretter wie Red Dead Redemption 2 und Assassin's Creed Odyssey, aber auch Mittelmäßigkeiten wie Attack on Titan 2 Final Battle und Wolfenstein Youngblood. Der einzig Stadia-exklusive Titel hört auf den Namen Guild und ist ein Horror-Adventure der Rhyme-Macher Tequila Works. Das ist spielerisch seicht, stilistisch ein bisschen so, als ob Silent Hill auf Pixar getroffen wäre und unterm Strich richtig nett. Der große Superknüller ist's aber sicherlich auch nicht. Ganz schön dreist finden wir dabei, dass auf der offiziellen Website mit Spielen geworben wird, die noch gar nicht im Streamingdienst enthalten und teilweise noch nicht mal auf dem Markt sind. Die tatsächliche Spielebibliothek könnt ihr übrigens nur über die Smartphone-App einsehen und auch nur auf diesem Wege Titel kaufen. Mit der App kann man dafür aber schön unterwegs zocken. Auf Feier, Schiedwetter. So, jetzt Destiny. Nehme ich mal den Controller in die Hand. So, wow, läuft einwandfrei im 4G-Netz. Freunde, das ist mein Handy, mein Datenvolumen, ihr Fotzen. Also, ich bin nur ganz kurz aus dem Bild gegangen, okay? Ja, das sind nur meine Handdoubles, lasst euch davon nicht irritieren. Google Stadia unterwegs auf dem Smartphone zu nutzen und Spiele wie Destiny mal ebenso aus der Tasche zu zaubern, ist wohl der größte Wow-Effekt an Stadia. Allerdings ist der auch mit einem hohen Preis verbunden. 10 GB Datenverbrauch pro Stunde sind ein aktueller Richtwert für 1080p-Streams auf dem Smartphone. Aber wer hat die schon? Jedenfalls funktioniert das abhängig von einer guten Netzverbindung flüssig, wenn auch nur mit Google Pixel Phones ab der 3. Generation. Alle anderen Smartphone-Besitzer schauen momentan noch in die Röhre. Alternativ könnt ihr auf PCs oder Laptops zurückgreifen. Einzige Voraussetzung, Google Chrome muss installiert und 1080p-Videos müssen flüssig abspielbar sein. Das funktioniert auch auf super alten Mühlen. Meldet euch dazu im Browser mit eurem Google-Account an, geht auf stadia.com, schließt einen beliebigen Controller an, so, kleinen Moment, da reingefummelt, oder nutzt Maus und Tastatur und spielt direkt los. Der wichtigste Faktor für Spielestreaming ist und bleibt die Internetverbindung. Um diese zu testen, bietet Google ein offizielles Speedcheck-Tool an. Für die Alltagstauglichkeit von Stadia hat die Game2-Redaktion den Selbsttest gewagt. Ich habe jetzt bei mir zu Hause auch ein bisschen Google Stadia getestet. Bei einer 50K-Leitung kam es hier eigentlich zu relativ wenigen Einbrüchen. Es kam aber zu Einbrüchen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich größtenteils zumindest im WLAN gespielt habe. Und WLAN ist da ja einfach ein bisschen weniger zuverlässig. Was bedeutet das? Es kam zu Bildartefakten, die Auflösung wurde stellenweise deutlich runtergeschraubt und alles sah ein bisschen schwammiger aus. Es kam auch zu richtigen Freeze-Frames für eine ganze Zeit lang. Aber trotzdem war ich ganz gut beeindruckt davon, wenn es halt auf einer alten Laptop-Mühle hier läuft, keine Ahnung, auf Knopfdruck Destiny 2, dann ist das schon ganz geil. Was man auch noch im Hinterkopf behalten muss, ist, dass auf Smartphones, Laptops und PCs derzeit die Auflösung nur auf 1080p beschränkt ist. Das soll irgendwann anders werden, aber noch kann das Stadia zum Großteil zumindest nicht mit einem richtigen Gaming-Rechner mithalten oder mit den Pro-Versionen eurer Konsolen. Und generell ist natürlich, dadurch, dass das gestreamt wird, qualitativ nicht ganz auf dem Niveau, das vielleicht so richtige Hardcore-Gamer erwarten und wollen. Hey, ich konnte mir jetzt gerade Stadia mal angucken und habe das sowohl auf dem Laptop als auch auf meinem Smart TV und auf dem Google Pixel getestet. Und habe geschaut, wie das ist, wenn man zwischen den Geräten hin und her wechselt. Und dein Spielstand speichert zwischen 5 und 15 Minuten, das sagt der Stadia dann aber auch an.
und dann kannst du einfach weiter zocken auf einem anderen Gerät. Die einzige Sache, die beim Controller-Trennen vom Smart TV noch ein bisschen nervig ist, dass du das Spiel erst auf einem anderen Gerät starten musst und dann am Smart TV nochmal ins Menü gehen musst, um den Stadia-Controller extra abzutrennen, um ihn dann auf dem anderen Gerät nutzen zu können. Ich check jetzt mal die aktuelle Königsklasse in Sachen Stadia, denn nur an einem Smart TV mit Chromecast Ultra, da sind dann auch wirklich 4K-Auflösung, HDR-Unterstützung und 5.1 möglich. Habe ich alles hier? Mal gucken. Laut Stadia-Analyse habe ich knapp 100 Mbit Downstream und das sollte für die bestmögliche Spielerfahrung auf jeden Fall reichen. Der Fernseher zeigt es an, hier wird gerade ein 4K-Signal ausgegeben und HDR ist ebenfalls aktiviert. Ja, ich sehe hier keine großen Artefakte, läuft flüssig. Das sieht richtig gut aus. Aber das hier, okay, das ist jetzt richtig scheiße. Beim Ballern, da merkst du jetzt noch eine konkrete Verzögerung. Ich drücke die Taste, dann kommt das Mündungsfeuer und erst dann das Schussgeräusch. Stadia am Smart TV ist auf jeden Fall eine coole Sache, das funktioniert ganz gut. Allerdings das Entscheidende nicht und das ist natürlich eine verzögerungsfreie Eingabe, gerade bei Destiny. Also das würde mich schon nerven. Allein das ist für mich gerade ein K.O.-Kriterium, aber das kriegt man ja vielleicht noch in den Griff. Tja, und das ist unser erster Eindruck zu Stadia. Derzeit fehlt es einfach noch an zu vielen Stellen. Die Spieleauswahl ist super mager, der Umfang des Abos weit entfernt vom Netflix für Spiele ideal. Die Installation ist unhandlicher als gedacht und die ganzen fancy Zukunftsfeatures gibt's auch noch nicht. Hinzu kommt, dass 4K, 5.1 Surround Sound und HDR aktuell nur auf Smart TVs mit Stadia Pro möglich sind. Die Frage ist, wie gut Google seinen Streamingdienst bis zum Start des kostenlosen Basisabos im nächsten Jahr aufpoliert bekommt. Alles, was bleibt, ist eine beeindruckende Technik, die aber noch nicht voll ausgeschöpft wird. Im jetzigen Zustand kann wohl keiner, der Bock auf Games hat, nur auf Stadia setzen und die Konkurrenz abschreiben. Die Dinger brauchen wir also noch. So. Aber jetzt verschwindet aus meinem Kopf. Ich hab zu tun. Das war's auch schon wieder mit Game 2. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Danke auch für das Abo, die Glocke, das Kommentar und den Daumen hoch. Ja, und als Belohnung gibt's für euch hier 2 wunderbare Videos. Könnt ihr euch gerne mal anprobieren. Die dürften eure Größe sein. Wiederschauen. Reingehauen.